andere Frage, die Karten zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was die Woche so bringt, wo die besten Tendenzen sind, unsere Dinge anzugehen. Ich habe hier wieder die Wunscherfüllungs-Orakelkarten dabei. Da könnt ihr euch nachher eine aussuchen. Und jetzt gucken wir mal, welche Energien hier für diese Woche die besten sind. Ja, eignet sich wohl alles diese Woche, um Dinge aufzuziehen. Etwas Kleines, was noch Pflegebedarf, ins Auge zu fassen. Neubeginne aller Art, alle Themen, die ihr mit Kindern habt. Sachen, die ihr schon lange mal probieren wolltet, zum Starten zu bringen. Es kann hier etwas sein, wo ihr schon lange drüber nachdenkt. Oder wo ihr wisst, hier braucht es eine Veränderung, aber möglicherweise wisst ihr nicht so richtig wie, oder im Unterbewusstsein sind viele Zweifel. Also das heißt, wir wissen nicht so richtig den Weg, deshalb fangen wir erst gar nicht an. Neue Türen öffnen sich hier, Erfolge, Umbrüche. Hier liegt das klassische Anfang und Ende von etwas, ja, was durch Zweifel erst gar nicht angefangen hat. Ne? Hier löst man Zweifel aus, man fängt an, man fühlt sich sicher. Es kann ja auch um Veränderungen gehen, die man vermieden hat, zum Beispiel. Aber man hat genau gewusst, hier muss ich mal dran. Ja, hier zeigen sich Themen, bei denen man weiß, man muss sich von irgendetwas trennen oder man muss etwas minimieren. Kann hier natürlich sein, dass wir auch etwas verkleinern, ne? Ein Zweifel, eine große Kraftanstrengung, eine alte Verletzung. Ja, hier kommt die gute Energie, die Erfolgsquote sozusagen aus dem Umfeld. Alles, was stagniert hat oder wo man sagen kann, da war keine Bewegung, wird hier von der Sonne bestrahlt. Kann hier für die Selbstständigen auch gelten oder für alle Themen, die ihr mit den Ämtern und Behörden habt oder alle Themen, die auch mit Unabhängigkeit zu tun haben. Unten haben wir noch, man legt einen Kampf ab, man hört auf zu kämpfen. Es kann auch sein, man hört auf zu kämpfen, dass man überhaupt nicht anfängt, sondern man legt ab und sagt, ich beginne jetzt. Ich investiere in etwas, das mir selber dient. Ich erschaffe mir eine Harmonie. Kann ja auch in Partnerschaften sein, ein neues Zugehen aufeinander, ein Neubeginn. Hier kann auch sein, dass man Singles zum Beispiel anspricht, dass man hier jemanden vor die Nase gesetzt kriegt, der einem gute Energie zurückbringt und wo man es irgendwie auch hinkriegt, die Ängste zu überwinden, etwas Neues zu starten. Außerdem liegen hier die Neubeginne in Familien, familiäre Veränderungen, also Veränderungen, die alle betreffen. Und wir dürfen uns hier fragen, wo geben wir was rein? Ne? Wo ist diese Kraft, mit der wir schöpfen? Erschaffen, in welchen Bereich geben wir die rein, wo arbeiten wir uns selber was zu. Ne? Im weitesten Sinne kann es ja auch die Gegenüber betreffen.
Es ist eben so, dass jede Karte sehr viele Bedeutungen hat, deshalb gibt es auch viele Szenarien. Eine Woche, in der wir vielleicht mit besonderem Zauber rechnen dürfen, etwas Magie liegt in der Luft. Eine Woche, in der wir unser Leben vereinfachen, hier haben wir ja etwas minimieren, Überflüssiges aussortieren, Aktivitäten ins Gleichgewicht bringen. Überall da, wo wir nicht weiter wissen, dürfen wir uns auch Infos einholen von Experten, die für unsere Belange zuständig sind. Und Hilfe ist auch unterwegs, Unterstützung. Ne? Hier ist es aber auch so, dass man eventuell schon so ein Gebet abgegeben hat und dass es so in der Mache ist, ja, und irgendwann auch greifbar wird. Unten haben wir tatsächlich noch die Selbstständigkeit, die haben wir hier auch. Es ist natürlich einsteils die Karte für die Menschen, die selbstständig arbeiten, aber natürlich auch für die, die in irgendeinem Bereich Unabhängigkeit brauchen. Okay, schauen wir, was hier noch mitkommt und dann dürft ihr die die Wunscherfüllungskraftkarte ziehen. Ja, was haben wir hier? Man bekommt hier den Rücken gestärkt. Etwas läuft vielleicht anders als geplant, aber es beginnt endlich. Man macht kleine Schritte. Wir haben ja das Kleine hier in der Mitte liegen. Man steckt sich ein Ziel, man ist noch in der Entwicklung. Also das passt hier wunderbar zu diesem Neubeginn, der hier liegt. Unten am Deck haben wir noch das Einhorn. Hier ist man so ein bisschen demütig, eine Einweihung steht bevor. Man kriegt für irgendetwas einen Vertrauensbeweis, ein bisschen Demut. Man hinterfragt ja auch sehr vieles und trotzdem kriegt man hier irgendwie auch diese Erkenntnis, ne, wie man etwas zum Laufen kriegt. Okay, ich lege die hier nochmal drauf, dann könnt ihr wählen. Ich entscheide mich für diese Seite. Gucken wir, was hier drauf ist. The Magic Circle. Hier ist ein magischer Kreis zu sehen. Innen drin sitzt ein Fuchs. Das ist ja eigentlich sehr, sehr gut machbar, denn man kann hier so einen Kreis entweder machen, so dass wir noch reinpassen, wenn wir die Arme ausstrecken. Man kann ihn auch nur visualisieren. Man könnte aber auch so einen Kreis legen, wenn ihr Platz habt irgendwo und das als euren magischen Ort, wir haben hier ja die Magie mit dabei, auserwählen und euch sagen, dass das euer magischer Platz ist und von hier aus startet eure ganze Magie. Das ist eine sehr alte Methode, wird hier gesagt, und auch einfach umsetzbar. Ne? Gucken wir auf die andere Seite. Ihr habt hier Samen, die gesetzt werden, Samen, die Kraft haben. Und das ist jetzt auch wieder so passend, denn wir lernen hier wieder, von kleinen Dingen können ganz große Sachen erwachsen oder erblühen. Jeder, der auch selber so ein bisschen rumgärtnert, der weiß, wie schön das ist, wenn man da diesem Wachstum zugucken kann. Allerdings bedarf es auch sehr viel Aufmerksamkeit und Pflege tatsächlich. Hier kann man es praktisch so machen, dass man den Samen virtuell in die Hand nimmt oder auch tatsächlich irgendeinen Samen pflanzt und eben diesen Samen mit Wünschen bestückt und dazu einfach sagt, wenn du wächst und wie du wächst, so erfüllst du meine Wünsche. Möglicherweise kann man das auch mit Pflanzen machen, die man sowieso isst. Ne? Dann verstoffwechselt sich das sozusagen auch nochmal in einem. Okay,
Wie gesagt, es ist eine Spielerei. Ich habe mir das Deck gekauft, um zu gucken, was kann man selber auch dafür tun, um ein bisschen Magie in seinen Alltag zu bringen, mit Spaß an die Dinge auch ranzugehen und ja, so für sich selber auch zu sorgen. Jetzt wünsche ich euch einen tollen Wochenstart. Ich drücke euch bis morgen.